Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Habt ihr euch auch schon das ganze Jahr über auf die Kürbissaison gefreut? Also ich auf jeden Fall und ich bin super happy, dass ich heute für euch ein leckeres Kürbisrisotto kochen kann. Also, los geht's! So, für dieses Rezept verwende ich Hokkaido-Kürbis. Das ist tatsächlich mein Lieblingskürbis und den habe ich auch schon geschält. Ja, ich habe ihn geschält, obwohl man die Schale mitessen kann. Für dieses Risotto will ich eine richtig schöne cremige Konsistenz hinbekommen und deswegen habe ich entschieden, den zu schälen. Der wird dann später auch noch püriert und so verteilt sich dann der Geschmack auch richtig gut im Risotto. Ein bisschen Salz und Pfeffer dazu und dann kommt der Kürbis in den Ofen, weil so können sich dann auch noch die Röstaromen gut entfalten. Genau, den Ofen habe ich schon vorgeheizt. Und dann backe ich den Kürbis für 20 Minuten. So, für dieses Rezept verwende ich Frühlingszwiebeln, weil ich finde, Frühlingszwiebeln oder einfach allgemein Zwiebeln passen sehr gut zum Kürbis. Und hier schneide ich das Grün separat, weil das verwende ich dann für oben sozusagen zum Garnieren. Und das Weiße schneide ich in kleine Würfel. Ich verwende hier Olivenöl. Ich empfehle euch wirklich auch Olivenöl zu verwenden, weil ich finde, es passt geschmacklich wirklich sehr gut zum Kürbis. Das brate ich jetzt für ungefähr 4 Minuten, damit sich die Aromen auch wirklich gut entfalten können. So, und jetzt kommt ein ziemlich spannender Schritt, nämlich gebe ich hier diese Masse in ein Sieb. Das putze ich hier auch richtig gut aus, sodass dieses Öl durch das Sieb in den Topf kommt und so weiterverwertet wird für das Risotto. So. Und das Grüne kommt jetzt hier zur Seite. Und weiter geht's hier drüben. Hier kommt noch ein bisschen mehr Olivenöl dazu. Und das Tolle ist, dass das Öl, das ja schon drin war vorher, das Aroma von den Frühlingszwiebeln schon hat. Jetzt kommt das Weiße von den Frühlingszwiebeln dazu. Dann noch Knoblauch, Lauch, den ich auch schon fein geschnitten habe. Und dann kommt der Risotto-Reis dazu. Und jetzt wird eben das Reis so ein bisschen gedünstet, sodass es schön glasig ist. Das hilft dabei, dass es später nicht aufplatzt, weil wir wollen, dass das Korn ganz bleibt und trotzdem die Stärke abgibt, sodass das Risotto schön sämig wird. Normalerweise wäscht man ja den Reis, bevor man ihn kocht. Das ist unter anderem, um das Arsen ein bisschen rauszuwaschen. Beim Risotto macht man das nicht. Aber das ist nicht problematisch. Ihr findet auch auf unserer Webseite zdg.de einen Artikel zum Thema Arsen und Reis. Und ja, da könnt ihr genauer nachlesen, wieso das denn eigentlich nicht so ein Problem ist, dass man den hier nicht wäscht. So, und dann lösche ich mit Gemüsebrühe ab. Hier ist es wichtig, dass es heiß ist, sodass das Korn nicht abgeschreckt wird. So wird halt das Korn wirklich ganz weich, also von innen genauso wie von außen. Weil wenn ich kaltes Wasser verwende, dann wird das Reiskorn von außen wirklich weich und innen bleibt es eher dann noch hart. Dann gebe ich hier einen Schuss Gemüsebrühe dazu. Vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ihr seht, ich habe hier die Gemüsebrühe auch in einem Topf, den ich so warm halte. Und beim Risotto ist es ja so, dass ihr ständig umrühren müsst, ja? Ständig ein bisschen Flüssigkeit dazu, umrühren. Und wenn man Reis ja nicht als Risotto kocht, ich denke, das wisst ihr schon, aber trotzdem, dass ich nochmal gesagt habe, muss man ja nicht umrühren. Den macht man ja ins Wasser und lässt das kochen. Genau. Und beim Risotto ist es ja so, dass man umrührt, weil man will, dass die Stärke rauskommt. Und sonst beim Reis will man das ja nicht, sondern mal ein bisschen dazu, wieder verdampfen lassen, rühren, damit die Stärke rauskommt und so weiter. Hier ist der Kürbis, der hat jetzt schön gebacken und der kommt jetzt in einen Standmixer. Dann kommt noch etwas Gemüsebrühe dazu, die habe ich schon mal zur Seite gestellt, damit ich das gut mixen kann. Das Püree rühre ich jetzt unter, nicht alles auf einmal. Ja, ich lasse das jetzt auch erstmal so einreduzieren, also sozusagen, dass die Flüssigkeit verdampft und das Reis den Geschmack vom Kürbis langsam aufnehmen kann. Also es riecht schon sehr lecker. Ich freue mich. Kürbiszeit. Hier noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt die Sojasahne mit in den Mixer geben und dann einmal kräftig mixen und so löst sich auch das restliche Kürbispüree. Richtig schön cremig. So, und jetzt kommen noch die restlichen Zutaten dazu. Und dann ist es auch schon fertig, unser leckeres Kürbisrisotto. Also, jetzt noch Balsamico Bianco. Das kommt jetzt dazu. Dann ein bisschen frischen Zitronensaft. Und noch Edelhefeflocken. Ihr seht, es ist so richtig schön cremig geworden, das Risotto. Es hat sich also gelohnt, dass viele rühren und auch, dass wir eben die Gemüsebrühe heiß dazugegeben haben. Ich würde sagen, ich probiere jetzt gleich und noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Wow. Ein richtig leckeres, cremiges Risotto. Wahrscheinlich das beste Kürbisrisotto, das ich je hatte. Also ein wirklich empfehlenswertes Rezept. Ihr könnt das Risotto dann noch mit Kürbiskern bestreut servieren und selbstgemachtem veganem Parmesan. Und natürlich auch dem Grün von den Frühlingszwiebeln. Ja, und schreibt uns gerne in die Kommentare unten, wie es euch geschmeckt hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!